Meine Rolle ist die des Erforschens und Ergründens. Ich versuche etwas herauszufinden und höre zu. And so the legend grew that prison officials shouldn't allow their children to sit in the electric chair. I kind of sat in the chair waiting for something to happen. But some 20 years later, I wound up making execution equipment instead of being the person that the execution equipment was used on. So maybe the legend got turned around and maybe we created a new legend and some good came out of it after all. Dieser Teilaspekt ist dokumentarisch und außer Kontrolle, wird von mir nicht kontrolliert. Aber der Rest, nachgestellte Szenen, expressionistische Bildsprache, die Verwendung von Toneffekten, eine für den Film komponierte Musik, die Montage, all das ist genau das Gegenteil von einem traditionellen Dokumentarfilm und erst recht eine enorme Abkehr vom Cinéma verité. Really wasn't a serious problem, but he just pulled up, turned his lights on, and stopped him just to warn the man that his lights were off. Got out of the car and walked up, and before he got to the window where the driver was, he was in the right position. This man just turned around and just pop, pop, pop. It was a little small caliber pistol. First shot hit him in the arm. He had his flashlight. It hit the flashlight, as I recall, and went into his arm, and the next one hit him right in the chest. Ich sehe es als Aufgabe an, etwas auszudrücken und nicht bloß zu illustrieren. Der durch die Luft fliegende Milkshake in The Thin Blue Line, geworfen von der Polizistin aus Dallas. Teresa Turco, Dallas Policewoman. Das ist ein sehr auffälliges und auch schönes Bild, aber darin steckt eine ganze Menge. Es führt in etwas Geheimnisvolles hinein. Das Geheimnis, ob die Polizistin je ihr Auto verlassen hat. Das Geheimnis, was sie wirklich gesehen hat. Das Geheimnis, was in jener Nacht geschah. Das Geheimnis, wer den anderen Polizisten umgebracht hat. Das sind Bilder mit versteckten Bedeutungen. Oder auch gar nicht so versteckten Bedeutungen. Die Lichtsignale auf den Polizeiwagen, die Wiederholung von Bildern. Expressionistische Bilder ohne Ende gibt es auch in Fast, Cheap and Out of Control.
Angefangen bei dem Clown mit dem aufgeschnallten Skelett auf dem Rücken. Der Clown verfolgt vom Tod. Damit beginnt und endet der Film. Which is at the very beginning and at the very end of the movie. Ich kriege häufig zu hören, nein, 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 das ist nicht dokumentarisch, das ist etwas anderes. Das ist ein willkürlicher Umgang mit der Form, das ist völlig inakzeptabel, das hat etwas geradezu Unheimliches und ist ein willkürlicher Umgang auch mit der Realität. Was das betrifft, muss ich sagen, ja, das stimmt. Aber diese Art von Willkür gehört zum Filmemachen. Ich habe den Kuchen etwas anders geschnitten. Der Kuchen ist anders aufgeteilt als in anderen Filmen. Ich habe eine andere Art von Filmemachen und eine andere Art von Film kreiert. Das hoffe ich zumindest. I had made a mistake. I had been using too simple a model of the universe. Time will not reverse direction when the universe begins to contract. People will continue to get older, so it is no good waiting until the universe recollapses to return to our youth. I consciously set out in my very, very first film. Von meinem allerersten Film an, Gates of Heaven, habe ich bewusst mit den Grundlagen des Cinema Verité gebrochen. Im Sinne einer Perversion, als eine widernatürliche Antwort auf das Cinema Verité. Perversity, the perverse answer to verité, if you like. So that in verité, if people talk about die Cinema Verité-Leute reden von sich als Fliege an der Wand, die beobachtet, aber selbst nicht wahrgenommen wird. So unauffällig wie möglich ist und sich versteckt. Vielleicht im Fensterrouleau. Ich dagegen halte die Kamera jemand direkt vor die Nase und lasse ihn geradewegs in die Kamera sprechen. Ich bin da so aufdringlich wie nur möglich. The only thing that I'm guilty of is compassion, and that's all. If you want to put to what I was charged with in the courts, the only thing they can charge me with is compassion, because I put my heart over the dollar sign. It wasn't the dollar I was after. It was to take care of my customers and my dedication to what I believed in. Then, because of the way I proved my point by using my heart into fulfilling my obligation, then I was condemned. Then they write letters, tell everybody I am no longer part of it. Which, I mean, broke me. I not only financially, a burden upon myself and everyone else. I was not only broke, but broken heart.